Stell dir vor, du kennst diese eine Person, die nie etwas postet. Keine Fotos, keine Story, kein „Schaut mal, wie schön mein Leben ist." Während alle anderen ihre Ferien dokumentieren, sitzt sie einfach da, trinkt ihren Kaffee, schaut aus dem Fenster und wirkt irgendwie ruhiger. Und jetzt die provokante Frage: Was, wenn sie nicht hinterher ist, sondern dir bereits voraus? Was, wenn Menschen, die nicht posten, etwas verstanden haben, das die meisten erst viel zu spät merken? In einer Minute wird dir klar, warum dieses Schweigen kein Zufall ist, sondern ein psychologischer Schutzmechanismus und warum gerade die Stillen oft das stärkste Selbstgefühl haben. Sag mir kurz, wann hast du das letzte Mal etwas posten wollen und hast es dann doch gelassen? Nicht wann hast du gepostet, sondern wann hast du fast. Denn genau dieser Abstand, diese winzige Lücke zwischen Kamera öffnen und Teilen drücken, erzählt alles. In dieser Lücke rechnet dein Gehirn schneller, als du es merkst. Gefällt das? Wirkt das gut? Bin ich interessant genug? Und das Verrückte ist, du glaubst, du entscheidest frei. Aber oft entscheidest du unter Druck. Nicht von einem Menschen, sondern von einem unsichtbaren Publikum. Wir reden ständig über Social Media, als wäre es nur eine App. Aber psychologisch ist es etwas anderes. Es ist eine Bühne. Und auf jeder Bühne passiert das Gleiche. Du beginnst, dich selbst von außen zu sehen. Du beobachtest dich dabei, wie du wirkst. Du wirst zu deinem eigenen Publikum. Und wenn du einmal damit anfängst, wird es schwer, wieder aufzuhören. Bleib dran, denn gleich zeige ich dir den wahren Grund, warum manche Menschen irgendwann einfach aufhören zu posten und warum sie danach nicht einsamer, sondern oft freier werden. Aber zuerst musst du verstehen, was in dieser einen Sekunde in deinem Kopf passiert. Stell dir eine Situation vor. Du sitzt in einem Restaurant, das Essen kommt, es sieht gut aus, du greifst zum Handy und genau in diesem Moment teilt sich dein Gehirn in zwei Personen. Die erste Person erlebt, die zweite Person bereitet die Show vor. Die zweite Person denkt nicht, wie schmeckt das? Sie denkt, wie sieht das aus? Und jetzt kommt die unangenehme Wahrheit. Diese zweite Person wird mit der Zeit immer lauter. Nicht, weil du oberflächlich bist, sondern weil dein Gehirn gelernt hat, Sichtbarkeit bringt Sicherheit oder zumindest Anerkennung. Und Anerkennung fühlt sich an wie Sicherheit. Aber da ist ein Problem und das beginnt viel früher, als die meisten glauben. Ein Soziologe hat das einmal sehr treffend beschrieben. Wir tragen Masken. Nicht, weil wir falsch sind, sondern weil wir dazugehören wollen. Wir zeigen unterschiedliche Seiten von uns, je nachdem, wer zusieht. Das gab es immer schon. In der Familie anders als im Job. Unter Freunden anders als bei Fremden. Aber Social Media hat etwas Entscheidendes verändert. Es hat diese Maske nicht nur möglich gemacht, es hat sie gespeichert. Früher war ein peinlicher Satz ein peinlicher Satz. Heute ist er ein Screenshot. Früher war ein Moment vorbei. Heute kann er Jahre später wieder auftauchen, kommentiert werden, bewertet werden, verdreht werden. Und jetzt verstehst du den ersten Grund, warum manche Menschen nicht posten, nicht weil sie nichts zu sagen haben, sondern weil ihr Gehirn die Rechnung macht. Das bleibt. Und hier beginnt das Seltsamste. Die Angst ist nicht immer bewusst. Viele sagen nicht, ich habe Angst, denn sie sagen, ich habe keine Lust, ich brauche das nicht, ist mir zu anstrengend. Und ja, genau das ist es. Anstrengend, weil du nicht nur postest, du performst, du inszenierst, du kontrollierst, wie du wahrgenommen wirst. Du schneidest Teile weg, du polierst, du wählst den Winkel. Und irgendwann merkst du, ich poste nicht mein Leben. Ich poste eine Version, die nicht angegriffen werden soll. Und wenn du das einmal siehst, kannst du es nicht mehr ungesehen machen. Vielleicht kennst du diesen Typ Mensch. Er scrollt, aber er postet nicht. Er schaut alles. Aber er bleibt still. Viele nennen solche Menschen stille Zuschauer. Das klingt fast unheimlich, als würden sie im Schatten stehen. Doch psychologisch ist das oft das Gegenteil von unheimlich. Es ist ein Schutzreflex. Denn wenn du Druck spürst und gleichzeitig Angst vor Bewertung, passiert etwas in dir. Dein Nervensystem sagt, dann lieber gar nicht. Und genau da kippt es. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil dein Gehirn dich schützen will. Und jetzt kommt der nächste Twist. Das Vergleichen ist nicht einfach ungünstig,
Es ist Gift, ein leises Gift, das du nicht sofort merkst, aber das dich von innen verändert. Und das passiert selbst dann, wenn du längst weißt, dass vieles fake ist. Du kennst das. Du scrollst. Da ist jemand mit einem neuen Haus, jemand mit einem Verlobungsring, jemand mit einem perfekten Familienfoto. Und rational denkst du, ja, klar, das ist die beste Version, das ist nicht ihr ganzer Alltag. Aber dein Unterbewusstsein hört nicht auf deine Vernunft. Es reagiert wie ein uraltes System. Die haben mehr, die sind weiter. Ich bin nicht genug. Das ist nicht Dummheit. Das ist Biologie plus Psyche. Unser Gehirn wurde nicht dafür gebaut, jeden Tag 100 Highlights von anderen Menschen zu sehen. Es wurde dafür gebaut, sich mit einer kleinen Gruppe zu vergleichen. Mit dem Stamm, mit dem Dorf, nicht mit der ganzen Welt. Und genau deshalb fühlen sich viele Menschen nach dem Scrollen nicht informiert, sondern leer. Und jetzt kommt etwas, das viele unterschätzen. Die meisten Menschen glauben, sie gehen auf Social Media, um sich zu verbinden. In Wahrheit gehen viele dorthin, um sich zu beruhigen. Ein kurzer Kick, eine Ablenkung, ich will kurz raus aus meinem Kopf. Und genau hier ist die Gefahr. Denn wenn du Social Media als Beruhigung nutzt, trainierst du deinem Gehirn an. Wenn es unangenehm wird, flüchte. Und dann wird das Unangenehme größer und dein Selbstgefühl kleiner. Und irgendwann brauchst du mehr davon. Nicht, weil du abhängig bist wie in einem Film, sondern weil du ein Mensch bist. Und Menschen lernen durch Wiederholung. Immer. Auch dann, wenn es ihnen schadet. Menschen, die nicht posten, entziehen sich oft genau dieser Schleife. Nicht vollständig, aber entscheidend. Sie sagen, ich muss nicht beweisen, dass ich lebe. Und das klingt simpel. Aber psychologisch ist es riesig. Denn es bedeutet, mein Selbstwert ist nicht an Reaktion gekoppelt. Und jetzt kommt ein Satz, der wehtun kann. Aber wichtig ist, sobald du anfängst, deinen Wert über Reaktionen zu messen, verlierst du die Kontrolle. Du wirst abhängig von etwas, das du nicht steuern kannst. Heute viele Likes, morgen kaum welche. Heute bekommst du Zuspruch. Morgen ignoriert dich jeder und dein Gehirn macht daraus eine Geschichte über dich. Nicht über den Algorithmus, nicht über Timing, sondern über deinen Wert. Und das ist der Moment, wo Menschen innerlich kaputt gehen, ohne dass es jemand sieht. Lass mich dir kurz von jemandem erzählen. Nennen wir sie Karin, 54. Sie hat Facebook lange benutzt, nicht extrem, aber regelmäßig. Sie hat Bilder gepostet, Familienfeiern, Urlaube, ein bisschen Alltag. Und irgendwann merkte sie etwas, das sie sich kaum traute zu sagen. Jedes Mal, wenn sie posten wollte, wurde sie nervös. Nicht panisch, nur angespannt. Sie überlegte zu lange. Sie löschte den Text, sie schrieb neu. Sie stellte sich Fragen, die sie früher nie hatte. Ist das peinlich? Kommt das falsch rüber? Denken die, ich will angeben? Und irgendwann passierte etwas, das sie überraschte. Sie begann Momente nicht mehr zu genießen, weil sie schon im Kopf in einen Gillended Post verwandelte. Und das war der Wendepunkt. Nicht die App, sondern dieses Gefühl. Ich bin nicht mehr bei mir. Karin hörte auf zu posten. Erst nur ein paar Wochen, dann länger. Und sie bemerkte etwas Merkwürdiges. Am Anfang fühlte es sich an, als würde sie verschwinden, als würde sie nicht mehr existieren. Und genau da wird es psychologisch spannend. Denn warum fühlt sich Nicht-Posten an wie Verschwinden? Weil Social Media unser Gehirn konditioniert hat. Sichtbarkeit, check Existenz. Und wenn du das glaubst, ist das gefährlich. Denn dann hängt dein Gefühl von Ich bin da an einem Bildschirm. Aber nach ein paar Wochen passierte das Gegenteil. Karin fühlte sich nicht kleiner, sondern leichter. Sie hatte weniger inneres Publikum, weniger Beobachtung, weniger Selbstkontrolle. Und plötzlich war wieder Platz im Kopf für echte Gedanken, für Ruhe, für Langeweile und ja, sogar für Traurigkeit. Aber echte Traurigkeit, nicht die nervöse Unruhe nach 2 Stunden Scrollen. Jetzt kommt die Falle, die viele nicht kommen sehen. Selbst wenn du nicht postest, kannst du trotzdem kaputt gehen, durch reines Konsumieren. Denn auch Scrollen ist ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb, den du niemals gewinnen kannst. Warum? Weil alle anderen die Kamera kontrollieren. Sie entscheiden den Winkel, das Licht, den Moment, die Geschichte. Du siehst nicht ihr Chaos, du siehst ihre Verpackung. Und dein Gehirn vergleicht dein ganzes Leben mit ihrer Verpackung. Das ist so unfair, dass es schon absurd ist.
Und trotzdem machen wir es. Jeden Tag. Und jetzt verstehst du, warum manche Menschen irgendwann sagen, nein, ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Nicht, weil sie verlieren, sondern weil sie erkannt haben, dass das Spiel manipuliert ist. Und jetzt kommt etwas, das viele deiner Zuschauer sofort fühlen werden. Es gibt Menschen, die schauen YouTube stundenlang, lieben lange Videos, Dokus, Vorträge. Aber sie können Instagram oder TikTok nicht ausstehen. Warum? Weil YouTube dir etwas gibt, ohne dass es eine Show von dir verlangt. Du kannst lernen, lachen, zuhören, ohne dich zu präsentieren. Niemand fragt, warum postest du nichts? Niemand bewertet dein Gesicht. Niemand kontrolliert deine Story-Frequenz. Du kannst existieren, ohne dich zu verkaufen. Und genau deshalb fühlt es sich für viele so befreiend an. Es ist Inhalt statt Bühne. Und das ist ein riesiger psychologischer Unterschied. Aber auch hier gibt es eine überraschende Wahrheit, die die meisten übersehen. Menschen, die sich aus Social Media zurückziehen, haben oft weniger Kontakte, aber tiefere Beziehungen. Sie haben nicht 1000 Reaktionen. Sie haben 5 Menschen, die wirklich wissen, wie es ihnen geht. Und das ist nicht romantisch, das ist realistisch. Denn echte Nähe braucht Zeit. Echte Nähe passiert nicht in Kommentaren, sie passiert in Gesprächen, in Blicken, in Momenten, die nicht öffentlich sind. Und hier kommt das Paradox: Wer weniger zeigt, wird oft echter gesehen, weil er nicht ständig eine Maske hochhält. Und jetzt wird es richtig spannend: Nicht-Poster sind oft unglaublich beobachtend. Sie merken Dinge, die andere übersehen. Sie erkennen, wenn ein Mensch plötzlich mehr postet als sonst, wenn der Ton sich verändert, wenn das Lächeln zu perfekt wirkt. Nicht, weil sie misstrauisch sind, sondern weil sie nicht selbst in der Show stecken. Sie stehen daneben, sie sehen die Muster. Und das ist eine Form von Macht. Still, aber stark. Denn wer nicht performt, sieht klarer. Psychologisch gibt es 2 Arten, sich selbst wahrzunehmen. Die eine ist öffentlich. Wie wirke ich? Die andere ist privat. Wie fühle ich? Social Media verstärkt die öffentliche Selbstwahrnehmung. Du wirst zum Manager deines Images. Du wirst zum Kontrolleur deiner Wirkung. Und das kostet Kraft. Menschen, die nicht posten, leben stärker in der privaten Selbstwahrnehmung. Sie fragen nicht ständig, wie sieht das aus? Sie fragen, ist das wahr? Oh, ist das meins? Passt das zu meinen Werten? Und das ist nicht Überdenken, das ist Selbstkontakt. Und Selbstkontakt ist selten geworden. Jetzt kommt die Stelle, die fast alle falsch verstehen. Viele glauben, Nicht-Posten sei Verstecken. Dabei ist es oft das Gegenteil. Es ist eine Entscheidung. Mein Privatleben ist wertvoll. Es ist Selbstrespekt. Es ist die Fähigkeit zu sagen, nicht jeder darf alles wissen. Nicht jeder Moment gehört in die Öffentlichkeit. Nicht alles wird besser, wenn es gesehen wird. Manche Erfahrungen werden schlechter, sobald du sie performst. Ein Sonnenuntergang wird flacher, wenn du ihn nur noch als Bild denkst. Ein Gespräch wird weniger intim, wenn du innerlich schon die Bildunterschrift schreibst. Ein Erfolg wird weniger süß, wenn du ihn sofort in Reaktionen eintauschst. Und jetzt kommt der Satz, der wehtun kann. Manchmal posten wir nicht, um zu teilen, sondern um uns kurz wertvoll zu fühlen. Und das ist menschlich. Aber es ist gefährlich. Denn je öfter du Wert von außen holst, desto weniger spürst du ihn innen. Du wirst abhängig von Bestätigung, ohne es zu merken. Du wirst reizbar, wenn sie ausbleibt. Du fühlst dich leer, wenn niemand reagiert. Und dann sagst du, keine Ahnung, warum ich so schlecht drauf bin. Doch dein Nervensystem weiß es. Es hat gelernt, Sichtbarkeit, Beruhigung. Und wenn die Beruhigung ausbleibt, entsteht Entzug. Nicht dramatisch, still, aber echt. Und jetzt kommt die Kulmination, der Kern, der Grund, warum dieses Thema so wichtig ist. Besonders für Erwachsene, die merken, ich will mein Leben nicht in eine Show verwandeln. Social Media hat eine Performance-Ökonomie geschaffen. Eine Welt, in der echt selten ist und sichtbar normal. Eine Welt, in der Schweigen verdächtig wirkt. Eine Welt, in der du dich rechtfertigen musst, wenn du nicht mitmachst. Und genau deshalb wirken Menschen ohne Social Media manchmal wie Außenseiter. Aber was, wenn sie nicht Außenseiter sind, sondern die Letzten, die noch verstanden haben, wie sich ein Leben ohne Publikum anfühlt? Was, wenn diese Menschen nicht unsozial sind, sondern sozial auf eine Weise, die tiefer ist? Sie wählen echte Verbindung statt Reaktion. Sie wählen Privatsphäre statt Applaus. Sie wählen Präsenz statt Performance.
Und ja, das kostet etwas. Manchmal verpasst du Trends, manchmal weißt du Dinge später, manchmal bist du nicht dabei. Aber du gewinnst etwas zurück, das unbezahlbar ist. Deine innere Ruhe, dein echtes Tempo, dein echtes Selbstgefühl. Und jetzt möchte ich dir 3 praktische Dinge geben, keine Theorie. 3 Fragen, die du dir stellen kannst, bevor du etwas postest. Erste Frage: Würde ich diesen Moment auch genießen, wenn niemand ihn je sieht? Zweite Frage: Teile ich das, weil es mir entspricht oder weil ich etwas beweisen will? Und dritte Frage: Was verliere ich, wenn ich das poste? Nicht materiell, innerlich, vielleicht Ruhe, vielleicht Intimität, vielleicht diesen Moment, der eigentlich nur dir gehört. Wenn du diese 3 Fragen ehrlich beantwortest, passiert etwas Magisches. Du bekommst die Kontrolle zurück, nicht über andere, über dich. Und jetzt der letzte Twist, der Satz, der bleibt. Der Satz, den man einem Freund schicken will, weil er unbequem wahr ist. Ein echtes Leben braucht kein Publikum. Es braucht nur dich, anwesend. Vielleicht sehen wir uns hier nie wieder. Um mich nicht zu verlieren, abonniere den Kanal. Und jetzt du. Lebst du ohne soziale Medien? Oder kennst du jemanden, der nie postet? Was ist der wahre Grund? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du willst, mache ich als nächstes ein Video über die Psychologie von Menschen, die ständig Recht haben müssen und warum hinter „Ich weiß es besser" oft etwas ganz anderes steckt.